Wenn ein Teenager spurlos verschwindet, wird jede Sekunde entscheidend. Für die Familie wird es zum Albtraum, für die Stadt zu wachsender Unruhe. Die Geschichte der 16-jährigen Rebecca Marie Watts, besser bekannt als Becky Watts, begann mit einem gewöhnlichen Verschwinden, aber bald wurde klar, dass alles viel schlimmer war, als es schien. Was als Suche nach einem Mädchen begann, entwickelte sich zu einer Untersuchung eines brutalen Verbrechens, das das ganze Land erschütterte. Von Anfang an war das Leben von Becky Watts von familiären Schwierigkeiten und schwierigen Beziehungen geprägt. Tanya Watts und Darren Goldsworthy, ihre Eltern, trennten sich lange vor ihrer Geburt, blieben aber in Kontakt, da sie einen gemeinsamen Sohn namens Danny hatten. Obwohl ihre Beziehung oft von Konflikten geprägt war, einigten sie sich auf das gemeinsame Sorgerecht. Danny verbrachte die Woche bei seiner Mutter und die Wochenenden bei seinem Vater. Mit der Zeit legten sich die Wogen zwischen den Erwachsenen, und eines Tages, während eines freundschaftlichen Treffens, das zu etwas mehr wurde, kam es zu einer intimen Begegnung. Das Ergebnis dieser zufälligen Verbindung war Tanyas Schwangerschaft, die sie vor Darren geheim halten wollte. Das Kind war für ihn eine unerwartete Nachricht. Er erfuhr von der Schwangerschaft durch Tanyas Freundin, zweifelte jedoch zunächst daran, dass das Kind von ihm sein könnte. 9 Monate lang blieb Darren bei dieser Haltung. Am 3. Juni 1988 änderte sich jedoch alles. An diesem Tag wurde Becky geboren, und Darren konnte nicht gleichgültig bleiben. Er liebte sie sofort. Dennoch plagten ihn noch eine Zeit lang Zweifel an seiner Vaterschaft, weshalb er es vorzog, Abstand zu halten. Als Becky älter wurde, sah Darren, wie sehr sie ihm ähnelte. Er nahm sie als seine Tochter an, obwohl er dies nicht offiziell festhielt. Aus diesem Grund trug das Mädchen nicht seinen Nachnamen. Letztendlich folgten Tanya und Darren dem gleichen Muster wie bei der Betreuung von Danny. Als Becky jedoch 2 Jahre alt wurde, wurden sie und ihr Bruder in die Obhut der Sozialdienste gegeben, da sie oft schmutzig und ungepflegt waren. Der Mutter wurden die elterlichen Rechte entzogen, da sie als unfähig angesehen wurde, für ihre Kinder zu sorgen. Darren musste mehrere Monate lang gegen die Vormundschaftsbehörden prozessieren, um das alleinige Sorgerecht für Becky zu erhalten, da sie laut den Unterlagen nicht als seine leibliche Tochter galt. Schließlich gewann der Mann diesen schweren Kampf, und die Kinder zogen zu ihm. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich wieder mit Angie zusammengetan, der Frau, von der er immer geträumt hatte. Angie hatte einen Sohn aus einer früheren Ehe. Den 15-jährigen Nathan. Nach der Scheidung seiner Eltern lebte der Teenager bei seiner Großmutter, da seine Mutter nicht wollte, dass er Zeuge der ständigen Streitigkeiten wurde. Als Darren und Angie ihre Beziehung offiziell machten und zusammenzogen, zog Nathan es vor, bei seiner Großmutter zu bleiben. Er akzeptierte Darren nicht und wollte erst recht nicht mit anderen Kindern unter einem Dach leben. Trotz der Meinungsverschiedenheiten gelang es dem neuen Paar, ihre Familien zusammenzuführen und ein möglichst harmonisches Zusammenleben aufzubauen, obwohl Spannungen und Streitigkeiten unvermeidlich waren. Als Nathan nach Hause zurückkehrte, bemühte er sich, ein gutes Verhältnis zu Danny zu pflegen. Becky konnte er jedoch nicht ausstehen und versuchte bei jeder Gelegenheit, sie mit abwertenden Worten zu verletzen. Er war es, der ihre kindliche Illusion zerstörte. Als das Mädchen erst 4 Jahre alt war, erzählte Nathan ihr die Wahrheit, die die Erwachsenen ihr erst später mitteilen wollten. Er sagte Becky, dass ihre leibliche Mutter nicht Angie sei, sondern eine andere Frau, der das Sorgerecht vom Sozialamt entzogen worden war. Diese Wunde blieb für immer in ihr und bestimmte wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht die schweren Prüfungen, denen sie seit ihrer frühen Kindheit ausgesetzt war. Becky wuchs schüchtern und verschlossen auf und zeigte ihre fröhliche, lebenslustige Seite nur denen sie vertraute. Sie hatte einen kleinen, aber sehr engen Freundeskreis, und die Umstände ihrer Bekanntschaft machten ihre Verbindung praktisch unzerstörbar. In der Schule verhielt sie sich wie eine ruhige und verantwortungsbewusste Schülerin, was ihr die Liebe und den Respekt ihrer Lehrer einbrachte. Unter ihren Klassenkameraden war die Situation jedoch anders. Wenn keine Erwachsenen zusahen, wurde Becky zum Ziel von Spott. Die Kinder machten sich über ihr Aussehen und ihre Kleidung lustig. Der Schmerz dieser verletzenden Worte traf sie so tief, dass sie aufhörte, normal zu essen und sich deswegen täglich mit ihrer Familie stritt. Mit 12 Jahren wurde bei Becky Anorexie diagnostiziert. Sie musste eine Behandlung beginnen, um die Krankheit zu bekämpfen und ihr verlorenes Gewicht wiederzuerlangen. Ihre ganze Familie unterstützte sie dabei,
Mit Ausnahme von Nathan, der behauptete, dass das alles nur eine Show sei, um Angies Aufmerksamkeit zu erregen. Danny seinerseits litt sehr unter dem Zustand seiner Schwester und beschloss schließlich, zu seiner Mutter zu ziehen. Becky setzte ihre Ausbildung an einer Spezialschule fort, die für Kinder mit Krankheiten gedacht war, die aufgrund regelmäßiger medizinischer Untersuchungen und langwieriger Behandlungen nicht dem normalen Stundenplan folgen konnten. Dort lernte sie Menschen kennen, die wirklich verstanden, was sie durchmachte, und fand endlich eine Gruppe von Freunden, in deren Nähe sie sich wohlfühlte. Nach einem langen und schwierigen Prozess gelang es ihr, sich zu erholen. Sie war von Menschen umgeben, die bereit waren, sie zu unterstützen und sich um sie zu kümmern. Sie begann, sich mit einem Jungen namens Luke zu treffen und kehrte allmählich zum Leben eines normalen Teenagers zurück. Aber gerade als alles besser zu werden schien, geschah ein Unglück. Becky verschwand. Am Abend des 20. Februar rief Beckys Vater die Polizei an und meldete seine Tochter als vermisst, seit Angie sie zu Hause gesehen hatte, war bereits ein Tag vergangen. Polizeibeamte unter der Leitung von Ermittler Richard Ocon kamen zum Haus, um gemeinsam mit der Familie zu rekonstruieren, wo sie sich vor ihrem Verschwinden aufgehalten hatte. Am Abend des 18. Februar ging Becky auf eine Party. Da es schon zu spät war, sagte sie, dass sie bei einer Freundin übernachten und am nächsten Morgen nach Hause kommen würde. Das tat sie auch. Becky kam am Morgen nach Hause, als ihr Vater bei der Arbeit war. Zu Hause war nur ihre Stiefmutter Angie. Sie unterhielten sich ein wenig, dann ging Becky duschen, während Angie, bei der kürzlich Multiple Sklerose diagnostiziert worden war, sich auf den Weg zum Arzt machte. Die Frau verließ das Haus um 11:15 Uhr. Als sie von der Untersuchung zurückkam, warteten ihr Sohn Nathan, seine Freundin Shona und ihre kleine Tochter bereits im Wohnzimmer. Auf sie Angie suchte in allen Zimmern nach Becky, aber das Mädchen war nirgends zu finden. Nathan erinnerte sich, dass er kurz zuvor eine Tür zuschlagen gehört hatte. Wahrscheinlich war es Becky gewesen, die das Haus verlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt gab ihr Verschwinden noch keinen Anlass zur Sorge, da das Mädchen oft ohne zu fragen das Haus verließ. An diesem Abend kam Becky nicht zum Abendessen zurück und ihre Eltern beschlossen, dass sie wieder bei einer Freundin übernachtete, um die letzten Tage der Ferien zu genießen. Aber am Nachmittag des 20. Februar nahm die Situation eine unerwartete Wendung. Beckys Freunde und ihr Freund kamen zum Haus der Familie, beunruhigt darüber, dass das Mädchen seit mehr als einem Tag nicht auf ihre Nachrichten reagiert hatte. Die Familie stellte fest, dass nur ihr Tablet, ihr Laptop und ihr Handy aus ihrem Zimmer verschwunden waren. Aber etwas anderes fiel ihnen auf. Sie hatte weder Geld noch Kleidung oder Kosmetika mitgenommen, all die Dinge, die sie normalerweise mitnahm, wenn sie woanders übernachtete. Es wurde klar, wenn sie nicht bei Freunden war, wie alle vermuteten, Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Und keine Nachricht über ihren Aufenthaltsort hinterlassen hatte, dann konnte ihr etwas Ernstes zugestoßen sein. Es schien auch seltsam, dass Becky aus eigenem Antrieb weggegangen sein könnte, ohne jemandem davon zu erzählen. Zumal es am Geburtstag von Danny, ihrem Bruder, untypisch für sie war, sich so zu verhalten. Mit diesen Informationen begann die Polizei sofort mit den Suchmaßnahmen. Zunächst wurde auf mehreren Internetplattformen eine Fahndungsmeldung mit Foto und persönlichen Daten der vermissten Becky veröffentlicht. Parallel dazu begann eine groß angelegte Suche in der Stadt, die jedoch nicht die erhofften Ergebnisse brachte und bald auch auf das Umland ausgedehnt wurde. Darüber hinaus schlossen sich Hunderte von Nachbarn als Freiwillige der Suche an und durchkämmten jeden Winkel der Stadt in der Hoffnung, Becky so schnell wie möglich und im besten Fall lebend zu finden. Parallel dazu starteten Familie und Freunde eine Kampagne in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #FindBecky, die schnell nationale Aufmerksamkeit erlangte. Ganz England wartete gespannt auf ihre Rückkehr. Auch die lokalen und nationalen Medien widmeten der Verbreitung von Informationen über den Fall Sendezeit und berichteten über jeden Schritt der Ermittlungen. Darüber hinaus gaben Darren und Pam Watts, Beckys Großeltern, 3 Tage nach der offiziellen Vermisstenanzeige eine bewegende Erklärung vor der Kamera ab. Die Angehörigen waren sehr besorgt. Sie glaubten, dass Becky von sich aus von zu Hause weggegangen war,
und baten sie daher zurückzukommen, wobei sie ihr versprachen, dass sie keine Schwierigkeiten bekommen würde. Sie sagten ihr auch, dass ihre Familie sie sehr lieb habe, auch wenn sie das selbst vielleicht nicht so empfände. Bis zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass Becky möglicherweise vor familiären Problemen geflohen war. Aber als die Tage vergingen und keine Nachrichten kamen, wuchs der Verdacht, dass ihr jemand Fremdes Schaden zugefügt haben könnte. Ihr Vater, der seine Tochter gut kannte, behauptete, es ist unmöglich, dass sie so lange allein von zu Hause weg ist. Aufgrund ihrer extremen Schüchternheit brauchte sie immer früher oder später die Hilfe anderer Menschen. Darren erzählte, dass Becky sich nicht einmal traute, an der Kasse im Supermarkt zu bezahlen oder selbst eine Busfahrkarte zu kaufen. Deshalb ging sie immer zu Fuß, wohin sie auch musste. Die Ermittler standen unter großem Druck. Sie mussten sich beeilen, um eine Tragödie zu verhindern. 6 Tage nach ihrem Verschwinden wurde die Untersuchung intensiviert. Obwohl die Sucharbeiten keinen Tag unterbrochen wurden, waren entschlossenere Maßnahmen erforderlich. Am 25. Februar bat die örtliche Polizei die Familie, das Haus zu verlassen, um alle Räume zu untersuchen. Die Ergebnisse der Durchsuchung waren jedoch nicht so vielversprechend wie erwartet. Es wurden keine bedeutenden Hinweise gefunden. Parallel dazu begann man alle zu befragen, die am Tag ihres Verschwindens im Haus gewohnt hatten oder sich dort aufgehalten hatten. Darren und Angie sagten erneut aus und erzählten alles, was sie wussten. Die Ermittler interessierten sich jedoch vor allem für die Aussagen von Nathan und Shauna, da sie sich zu dem Zeitpunkt, als Becky angeblich das Haus verlassen hatte, im Haus aufgehalten hatten. Trotz der Schwierigkeiten bei der Organisation des Treffens gelang es ihnen, die beiden zu befragen. Shauna erzählte, dass sie gegen 11 Uhr morgens im Haus angekommen sei, dann in die Küche gegangen sei, um sich eine Zigarette zu holen, und zum Rauchen in den Garten gegangen sei. Ihre kleine Tochter war die ganze Zeit bei ihr. Shauna fügte hinzu, dass Musik aus dem Schlafzimmer zu hören gewesen sei. Nach 15 bis 20 Minuten kehrte sie ins Haus zurück, wusch sich die Hände und hörte in diesem Moment laute Schritte, als würde jemand die Treppe hinuntergehen, und dann ein Türknallen. Sie vermutete, dass es Becky war, die in schlechter Stimmung gegangen war. Den Ermittlern fiel auf, dass jedes Wort von Shauna von einem Lächeln begleitet war, als fände sie das Geschehen amüsant. Zur gleichen Zeit gab Nathan, der sich in einem anderen Büro der Polizeistation befand, die gleiche Aussage. Er wiederholte sorglos jedes Detail der Geschichte, die seine Freundin erzählt hatte, obwohl er selbst nicht am Tatort gewesen war und die Polizisten ihm ihre Aussage nicht mitgeteilt hatten. Dies machte Ermittler O'Connor misstrauisch, der vermutete, dass die Geschichte im Voraus vorbereitet worden war. Am 27. Februar schalteten die Behörden die Abteilung für die Untersuchung schwerer Verbrechen sowie Kräfte aus benachbarten Bezirken ein, um die Suche zu verstärken, und führten eine neue Durchsuchung in Beckys Haus durch. Diesmal waren die Ergebnisse beunruhigend. Forensiker fanden kleine Blutflecken und Fingerabdrücke auf dem Türrahmen, der zu Beckys Schlafzimmer führte. Alle Beweise wurden zur Analyse an ein Labor geschickt. Für weitere Untersuchungen wurden Nathan und Shauna erneut verhört. Die Ermittler änderten ihre Taktik, um sie zu entlarven und ihre früheren Lügen aufzudecken. Shauna wurde gefragt, wie ihr Freund mit den Schwierigkeiten seiner Familie umgeht. Sie antwortete, dass er sehr mitgenommen sei, insbesondere wegen des Leidens seiner Mutter, da Becky für sie wie eine leibliche Tochter gewesen sei. Als Nathan jedoch an der Reihe war, gab er eine völlig gegenteilige Aussage ab. Beckys Stiefbruder gab zu, dass sie nie eine enge Beziehung zueinander hatten und dass er sie im Grunde genommen nicht ausstehen konnte, weil ihm ihre Art zu sprechen nicht gefiel. Laut Nathan verhielt sich Becky oft aggressiv gegenüber ihrer Stiefmutter, was ihn irritierte. Für die Ermittler war dies ein wichtiger Grund zu vermuten, dass Nathan und Shauna versuchten, ihre Beteiligung am Verschwinden von Becky zu vertuschen, aber sie hatten noch keine Beweise, die dies bestätigen konnten. Zumindest zu diesem Zeitpunkt, als jedoch die Ergebnisse der Untersuchung der Spuren aus Beckys Schlafzimmer bekannt wurden, kamen lange verborgene Geheimnisse ans Licht. Am Nachmittag des 28. Februar wurden Nathan Matthews und Shauna Hoare in ihrem Haus verhaftet. Während der Verhaftung verschwand das Lächeln keine Sekunde aus dem Gesicht der Verdächtigen. Das Paar wurde getrennt und in verschiedene Verhörräume gebracht, während ihr Haus durchsucht wurde. Die Operation zog sich über 2 Tage hin. Die Suche nach Beweisen wurde durch die massive Unordnung im Haus erheblich erschwert, wo jedes Zimmer mit chaotisch verstreuten Gegenständen übersät war. Im Obergeschoss herrschte das gleiche Chaos.
Ein Raum hob sich jedoch deutlich vom Gesamtbild ab. Das Badezimmer war verdächtig sauber, als wäre es erst kürzlich gründlich gereinigt worden. Außerdem fanden die Beamten inmitten des Chaos einen weiteren wichtigen Hinweis. Es handelte sich um einen Kassenbon aus einem Baumarkt vom 20. Februar. Daraus ging hervor, dass Handschuhe, eine Maske und eine Kreissäge sowie weitere Gegenstände gekauft worden waren. Dank der Aufzeichnungen der Überwachungskameras konnte bestätigt werden, dass der Käufer tatsächlich Nathan war. Diese Beweise waren für den Fall von großer Bedeutung, wiesen aber gleichzeitig auf eine deutlich düsterere Wahrheit hin. Von diesem Moment an wurde der Fall vom vermissten Fall in einen Mordfall umgewandelt, obwohl die Leiche noch nicht gefunden worden war. Die ganze Zeit über befand sich das verhaftete Paar in Haft und erhielt keine Informationen darüber, was draußen vor sich ging, geschweige denn über die Ergebnisse der Durchsuchung ihres Hauses. Diese Strategie wurde bewusst gewählt. Die Behörden wollten, dass die Verdächtigen den zunehmenden Druck spürten und sich schließlich zu einem Geständnis entschlossen. Am 12. März gelang dies. Nach 22 Uhr gab Nathan über seinen Anwalt eine Erklärung gegenüber der Polizei ab. Der 28-jährige Mann bekannte sich schuldig, seine Stiefschwester Becky Watts ermordet zu haben und schilderte detailliert, was geschehen war. Seinem Geständnis zufolge kamen er und Shona an diesem Tag gegen 11 Uhr morgens mit ihrem Auto zum Haus seiner Mutter. Er hatte eine große Tasche dabei, in der sich Messer, Handschellen und Klebeband befanden. Wenige Minuten nach ihrer Ankunft ging Shona in den Garten, um eine Zigarette zu rauchen, und er ging zum Kofferraum des Autos, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Seine Idee war es, eine Maske aufzusetzen, Becky zu entführen und sie in ein Waldgebiet zu bringen, angeblich um ihr Angst einzujagen und ihr eine Lektion zu erteilen. Der perverse Plan entstand aus der tiefen Verachtung, die Nathan für seine Stiefschwester empfand. Er hielt Becky stets für egoistisch und war überzeugt, dass ihre Einstellung gegenüber seiner Mutter Angie deren Gesundheit gefährdete. Nachdem er alles Notwendige für die Entführung vorbereitet hatte, stieg Nathan die Treppe hinauf und klopfte an die Tür des Schlafzimmers, in dem Becky Musik hörte. Als sie öffnete, stürzte er sich auf sie, um ihren Widerstand zu brechen, doch das Mädchen wehrte sich verzweifelt. Im Kampf rutschte die Maske, die Nathans Gesicht bedeckte, herunter. Seine Identität war aufgedeckt. Der Angreifer geriet in Panik. Er befürchtete, dass seine Schwester ihn verraten würde und beschloss daher, seinen Plan bis zum Ende durchzuziehen. Nathan erwürgte Becky, während sie noch in der großen Tasche lag, die er mitgebracht hatte. Als seine Schwester nicht mehr atmete, trug er ihre Leiche zum Kofferraum seines Autos und blieb anschließend noch einige Stunden im Haus, als wäre nichts geschehen. Am nächsten Tag kaufte er eine Kreissäge, zerteilte die Leiche im Badezimmer seines Hauses, packte die Überreste in Säcke und dann in mehrere Koffer, die er schließlich in den Schuppen eines anderen Hauses brachte. Am 3. März kamen die Behörden aufgrund der Aussagen von Nathan zu dem Haus in Barton Court, wo sie tatsächlich Teile eines menschlichen Körpers fanden. Während die Identifizierung noch lief, informierten die Ermittler die Familie über den schrecklichen Fund. Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gab, deutete alles darauf hin, dass die Suche zu Ende war. In den Koffern wurden Versuche entdeckt, den Verwesungsgeruch zu verbergen. Der Täter hatte Katzenstreu und Salzkristalle verwendet, um die Spuren zu verwischen. Die Identität des Opfers konnte nur durch eine DNA-Analyse festgestellt werden. Es gab keine Zweifel mehr. Es handelte sich um Becky, ein 16-jähriges Mädchen. Die Todesursache war Ersticken. Anschließend wurde sie nach ihrem Tod mit 15 Messerstichen weiter verletzt. Auf dem Körper waren außerdem Dutzende von Abwehrverletzungen zu sehen, die darauf hindeuteten, dass sie bis zum Schluss gekämpft hatte. In diesem Haus wurden 5 Personen festgenommen. Neben Nathan und Shona wurden 3 weitere Männer und 2 Frauen wegen Beihilfe angeklagt, obwohl sie alle behaupteten, nichts über den Inhalt der Koffer gewusst zu haben. Trotz aller Entdeckungen standen die Ermittler noch vor der Aufgabe, zu überprüfen, ob Nathans Aussage der Wahrheit entsprach und vor allem herauszufinden, ob Shona direkt an dem Verbrechen beteiligt war. Die junge Verdächtige behauptete, dass sie erst durch das Geständnis ihres Freundes von der Tat erfahren habe. Sie bestand auch darauf, dass die Polizei keine Beweise finden würde, die sie mit dem Tatort in Verbindung bringen würden. Den Experten blieb jedoch noch Material zur Analyse. Die Gerichtsmediziner fanden Shonas Fingerabdrücke auf einer der Tüten, in denen Beckys Überreste gefunden wurden.
Außerdem hatten die Überwachungskameras im Supermarkt sie zusammen mit Nathan beim Kauf von Reinigungsmitteln zwischen dem 20. und 22. Februar aufgezeichnet. Auch die Telefone des Paares wurden untersucht. Auf Shonas Handy wurden gelöschte Nachrichten gefunden, die wiederhergestellt werden konnten. Der Fund löste noch stärkeren Abscheu gegenüber dem Fall aus. Nathan und Shona hatten Nachrichten ausgetauscht, in denen sie davon fantasierten, ein Mädchen zu entführen und auf dem Dachboden festzuhalten. Darüber hinaus wurden explizite Inhalte mit eindeutig problematischem Charakter gefunden. Nun gab es keinen Zweifel mehr. Das Paar, das durch eine gravierend grenzüberschreitende Fixierung verbunden war, handelte gemeinsam, um Becky Watts das Leben zu nehmen. Und was noch schlimmer war: Der wahre Grund für die Tragödie hatte nichts mit einer aus dem Ruder gelaufenen Lektion zu tun, sondern war zutiefst verstörender persönlicher Natur. Schließlich wurden beide wegen Entführung und Mord angeklagt und inhaftiert, wo sie auf ihren Prozess warteten. Am 6. Oktober 2015 begann vor dem Königlichen Gerichtshof der Prozess gegen Nathan Matthews und Shona Hoare Verwandte. Freunde und andere Zeugen wurden zur Aussage vorgeladen. Alle Anwesenden waren schockiert, als eine Freundin des ermordeten Mädchens aussagte, dass Becky ihr 2 Jahre vor der Tragödie anvertraut hatte, dass Nathan ihr detailliert geschrieben hatte, wie er sie umbringen wolle. Becky hatte beschlossen, dies vor ihrer Familie geheim zu halten. Ein weiterer Zeuge, Nathans ehemaliger Ausbilder im Kadettenkorps, berichtete, dass der 28-jährige Angeklagte arrogant war und manchmal die Beherrschung verlor und in Wut geriet. Shona beharrte jedoch auf ihrer Unschuld und behauptete, sie habe Angst vor ihrem Freund gehabt, da er aggressiv gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft widerlegte diese Aussage jedoch, da Textnachrichten auf den Mobiltelefonen bewiesen, dass beide ein unangemessenes Interesse an sehr jungen Mädchen hatten. Am auffälligsten war, dass sich die eigene Mutter der Angeklagten gegen sie aussprach. Die Frau berichtete, dass Becky, obwohl sie seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Shona hatte, sich in den Tagen nach ihrem Verschwinden unerwartet bei ihr gemeldet und sie mehrmals besucht hatte. Damals sagte die Mutter ihrer Tochter direkt, dass sie von ihrer Beteiligung an dem Verbrechen überzeugt sei. Am 11. November fällte das Gericht nach 3-stündiger Beratung sein Urteil. Der Richter schloss sich der Argumentation der Staatsanwaltschaft an, dass der Entführungsplan durch eine schwerwiegende persönliche Obsession geprägt gewesen sei, und erklärte Nathan, dass er eine unverhältnismäßige Fixierung auf junge Mädchen habe. Shona sei seiner Meinung nach in diese Geschichte hineingezogen worden und unter den Einfluss dieser Fixierung geraten. 2 Tage später wurde Shona Hoare wegen der Entführung und Ermordung von Becky Watts zu 17 Jahren Haft verurteilt. Nathan Matthews wurde seinerseits zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 33 Jahren verurteilt. Der Richter betonte jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit seiner Freilassung praktisch bei 0 liege. Von den anderen Angeklagten wurden 2 freigesprochen. 3 erhielten relativ milde Strafen von 1 bis 2 Jahren Freiheitsentzug. Der Fall Becky Watts löste in England eine enorme öffentliche Resonanz aus, insbesondere unter denen, die das Glück hatten, sie persönlich zu kennen. Freunde und Lehrer erinnerten sich an Becky als ein ruhiges, einfühlsames und gütiges Mädchen, das voller Lebenslust war. Leider wollte es das Schicksal, dass sie zum perfekten Opfer für 2 zutiefst gestörte und gefährliche Personen wurde. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.